Ja, guten Abend. Denn hier ist es jetzt abends. Ich bin ja auf der Insel Koh Samui und ich wollte euch mal vorstellen, wo ich eigentlich bin, was ich hier mache. Denn das hatte ich ja schon mal im anderen Video erwähnt, dass ich hier einen alten deutschen Freund besuche, den ich 30 Jahre nicht gesehen habe. Und der lebt hier in Menam. Das ist im Norden von der Insel Koh Samui. Dieses Menam, das ist sozusagen die alte Chinatown von Koh Samui. Ja, hier haben dann gelebt oder leben noch immer so viele Thai-Chinesen. Und jetzt wollte ich euch das mal hier vorstellen, weil hier gibt es halt auch eine größere deutsche Community, beziehungsweise deutschsprachige Community, also Österreich, Schweiz, Deutschland. Und wie ihr seht, wir haben hier schon mal ganz nette Bars. Es ist jetzt im Moment nicht so viel los. Es ist 6 Uhr abends. Aber ich stelle euch jetzt mal nach und nach hier die gewissen Örtlichkeiten vor. Denn das ist interessant. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ihr seht schon, hier haben wir Massagesalons. Dann kommen wir hier schon zum ersten, die Sanremo Pizzeria. Die gehört einem Deutschen, dem Lars. Den habe ich aber noch nicht kennengelernt. Das hat mir nur mein Freund, der Carsten, erzählt. Jetzt kann ich auch mit Lars nicht reden, weil er nicht da ist. Gut. Genau, dann gehen wir mal weiter. Wir haben nämlich direkt dann hier vorne ist der Strand, da bei diesem Art Leuchtturm. Auf der anderen Seite, das sieht man jetzt gerade nicht so, ich gehe da gleich noch hin, ist die Insel Koh Phangan. Und ich wohne auch hier direkt im Hotel. Das hatte ich so ein bisschen dann Carsten zu verdanken. Sehr gut, ja, weil sonst brauche ich mir hier die Hotels, wisst ihr, ja, 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden vorher oder so. Genau, dann haben wir hier Lilikoi. Das ist jetzt nichts Deutsches, das ist eine Amerikanerin. Die hat auch einen großen YouTube-Kanal, 300.000 Abonnenten. Aber mit der habe ich jetzt nichts am Hut oder so. Das hat mir nur Carsten erzählt. Habe ich mal einmal kurz auf den Kanal geguckt, interessant. Ja, genau, aber hier haben sich so nach und nach irgendwie Deutsche angesiedelt. Oder haben hier Geschäfte oder irgendein Business. Und das sind auch die Thais, die hier leben, sind ganz, ganz liebe Menschen. Zum Beispiel, ja, hier habe ich alles bekommen, was ich brauchte, so an Kleinigkeiten. Zum Beispiel so eine Salbe gegen Mückenstiche und so. Ist super. Hier haben wir einen Friseur. So, und hier kannst du ein Moped mieten. Und das ist G-Bike Rentals, ja, Leute. Das merkt euch. Wenn ihr hier seid, geht unbedingt zu ihm. Der Mensch heißt Dom, ist ein super lieber Thai. Und das ist halt saubillig, ne? Weil du zahlst hier 200 Baht für einen Tag. Und wenn du es länger machst, also 7 Tage oder 2 Wochen, dann wird es billiger, ja? Das kann bis zu 160, 150, 140 Baht runtergehen. You are the woman of, the wife of Dom, ja? Okay. Ich zeige euch nur einmal ganz kurz hier, was er hier für Bikes hat. Eine ganze Menge. Und hier repariert er das halt auch alles selber, ne? Das ist halt super. Ich habe mir jetzt hier auch ein Motorbike geliehen. Bin sehr happy damit. Das Motorbike ist eine Honda Click 125er. Das ist so eine hier in der Art, weißt du? Und hier waschen sie auch Wäsche. Ja, da habe ich auch meine Wäsche waschen lassen. Nämlich die Frau vom Dom. Das hat mich jetzt für 2 Kilo 80 Baht gekostet, sind 2 Euro. Das ist super, ja. Also das ist schon mal wichtig zu erwähnen, wenn ihr hierher kommt. Hier haben wir, da spielen sie ja so einen Riesentisch Pool. Crazy. So, dann gehen wir mal weiter. So, hier, da wohne ich bei der Deutschen. Da ist eine Berlinerin. Schlumpfi heißt sie. Und das war ganz cool, weil ich auch Berliner bin, ne? Na gut, aber jetzt zeige ich einfach mal kurz, wo wir hier eigentlich sind, nämlich am Wasser. Der Leuchtturm, der ist gerade nicht zu betreten, ich weiß es nicht, ja. Aber guck mal. Und wie ihr seht, heute war es so super angenehmes Wetter nach der ganzen Sonne. Wir sind den ganzen Tag bedeckt, kann man richtig gut aushalten. Ja, genau. Das wäre der Menam Strand. Ja. Da hinten ist ein Pier. Da kann man rüber nach Koh Phangan. Das ist ja Koh Phangan. Und ja, ich bin jetzt auch noch nicht so weit rumgekommen in Koh Samui. Aber ein paar Kleinigkeiten habe ich erfahren. Und da drüben
ist der Ha'an Beach oder wie heißt er auch, Koh Phangan, da ist heute Full Moon Party. Habe ich schon überlegt, ob ich da hin werde, aber ich denke nicht. Genau, so. Und ich wohne ja hier direkt um die Ecke, ich habe direkt Zugang zum Strand. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dann kommen wir jetzt hier weiter. Hier habe ich den einen Abend da gesessen, auf diesen Stand. Hier hat so eine ältere Frau hat hier ihren Stand. Sieht man ja, dass sie hier ein paar so Tücher und so verkauft. Das war aber dann drinne. Dann stand halt nur noch dieser Kühlschrank da. Und wir haben da gesessen. Ich mit dem und dem Dom. Und haben den ganzen Abend halt irgendwie Bier getrunken und super, super Gespräche geführt. Denn nämlich der der hat auch, der kann sehr gut Englisch, weil der hat eine englische Frau, ja. Und das ist der und der hat einen Kaffee, da zeige ich euch gleich mal. Hello you're Hey, fine? hello, hey, how are you today? Yeah, I'm fine. Good, yeah? Yeah. I will show you your coffee. Okay. Coffee Talai. Yes. Yeah. Talai means sea. sea on Thai. Yes. Yeah? Yeah. Okay. See you later, See you later. Alligator. See you. Ja, see you. So, das hier jetzt ist das Palika. Und das führt jetzt eine Berlinerin, die Schlumpfi. Und es ist super angenehm, also wirklich. Ne? Und dann hast du hier, du gehst halt nur da vorne hin und bist direkt am Strand. Also das ist total geil. Da mache ich aber, Leute, ein extra Video zu und stelle ihr Hotel vor. Es hat 8 Zimmer. Das ist alles neu renoviert. Das ist super cool. Da mache ich ein extra Video, weil die Schlumpfi auch eine ganz lustige, nette Person und herzliche Person ist. So, jetzt gehen wir mal weiter. Denn hier seht ihr, das ist das Moonlight, Maenam. Ich sage das immer falsch. Die haben mir gesagt, man sagt nicht Maenam, man sagt Maenam. Einfach Maenam. Moonlight Maenam. Das gehört dem Carsten, den ich seit 30 Jahren kenne und 30 Jahre nicht gesehen habe. Und dann stand ich hier am Sonntag und stand vor ihm. Ich sagte Hallo, weißt du, und jetzt reden wir gleich mal mit ihm. Jetzt zeige ich euch noch hier, was hier ist, weil ich habe ja gesagt, ich sagte ja, dass das hier Old Chinatown ist. Das war auch früher mal hier, vor Corona, war das hier die Walking Street. Also da war hier wohl viel los. Genau, und jetzt sehen wir hier, haben sie hier einen chinesischen Tempel, ne? Bin auch jetzt gerade das erste Mal, dass ich jetzt hier wirklich rangehe. Ich habe nur von Carsten erfahren, dass man sozusagen also die Schuhe ausziehen muss. Das mache ich mal. Vorhin um 6 haben sie auch hier die Glocke gegongelt. Ja, so sieht das aus. Abgefahren. Und dann werden hier die Räucherstäbchen angemacht. Ja, was das bedeutet, weiß ich nicht. Na, auf jeden Fall extrem hübsch, ne? So stellt man sich doch China vor, oder? Hier mit den Lampen in den Drachenaugen ist ja geil, ey. Okay, ich ziehe mir Schuhe wieder an und wir sehen uns bei Carsten. Und hier um die Ecke, bei dem Tempel hier, haben wir dann das Café Talai. Was sagte er? Der so gut Englisch kann, das ist seins. Das zeige ich euch auch nochmal. Da kann man nämlich super sitzen abends oder am Tag über natürlich auch und gut essen. Und halt direkt am Strand. Deswegen gehe ich hier nochmal kurz her. Jetzt ist es schon bald ganz dunkel. Aber die Kamera macht das ja ganz gut. Es ist jetzt auch leer, weil wir haben ja noch Nebensaison. Oder noch nicht die Hochsaison. Und das ist sein Kaffee. Ja, guckt euch mal an, wie hübsch das hier ist. Guckt euch das mal an, ne? Hier haben wir auch schon gegessen. Und ja, hier könnt ihr super am Strand sitzen, ins Wasser hüpfen. Sehr zu empfehlen. Das wollte ich nochmal erwähnen. Hello. Und dann habt ihr das auch mal gesehen. Und mit ihm könnt ihr halt auch super Englisch schnacken, ne? Also, wisst ihr Bescheid. Tolles Café, das Café Talai. So, Schuhe angezogen. Und wir gehen jetzt mal zu Carsten und sprechen kurz mit ihm. Und das ist absolut zu empfehlen, dass ihr hierher kommt, ja. Wenn ihr hier seid, geht unbedingt hierher. Es ist ein herzlichster Mensch. Ihr kriegt richtig geiles Essen, Thai-Essen. Er hat eine Thai-Frau. Ihr kriegt hier deutsches Essen. Also es ist super. Jetzt hat er, ja, weil es wahrscheinlich noch so früh ist, hat er noch keine Gäste. Ja, aber das ist dann die Karte hier. Mal guck mal, Papayasalat 90, das sind 2 Euro etwas. Also er hat auch wirklich tolle Preise. Er hat zum Beispiel hier Dishes, Europin.
Also deutsches Essen. Zum Beispiel hat er einen Hamburger Schnitzel. Er macht auch Currywurst. Er macht Gulasch. Also das ist total angenehm. Hallo. Hallo. Komm doch mal her. Leg mal das Da hat das Gulasch stehen, ja. Ja Mensch, Carsten, ja. Hallo. Na, wie mal gesagt, hier. ich habe eben den Leuten schon erzählt, dass wir uns 30 Jahre kennen, aber 30 Jahre auch nicht gesehen haben. Ja, genau so sieht's aus. Und dann stand ich Sonntag hier. Und unverhofft sieht man sich dann wieder auf einmal, ja. Genau. Und wie Ne? lange hast du das hier? Das ist der Sohnemann. Ja. Wir machen das hier 14 Jahre jetzt. Ja, 14 Jahre, 2011 haben wir angefangen. 9/11 2011. Komisches Datum, Ah, ja. aber da war alles fertig. Das Aha, war ein Sonntag, haben wir eröffnet. Ja. Da brauchte man ein bisschen Anlaufzeit. Und heutzutage aber mit vielen Menschen, die man kennengelernt hat von der ganzen Welt und die gerne immer Ja. wiederkommen auch. Und du bist gesettelt Ja. jetzt, ne? Auch hier? Und jetzt so? sind wir gesettelt. Gesettelt, ne? Nicht so wie ich, der auf Weltreise. Ich Kleine bin auf der Mann. Welt gesettelt. Er ist in Koh Samui in Menam gesettelt. Der kleine Mann geht zur Schule hier. Ja. Logan, mach doch mal einmal das Ding da weg. Okay. Ne? Ha? Geht zum der kleinen Schule. Zu der kleinen Schule ja im Moment, weil du Ferien hast. Ah ja, genau. Ferienschule. Die Ferienschule, Da geht er auch so ja. gerne hin, ja. Die haben auch so viel Ferien, ne? Die haben ganz schön viel Ferien. Ja, ja. Also die großen langen Ferien sind 10 Wochen. Ne, März, April und dann bis Mitte Mai. Und jetzt haben sie noch mal einen Monat Ferien. Ja. Und nun machen wir auch mal Und unseren sag mal- kleinen... Was machst du denn für Essen hier? Wir bieten europäische Küche an, wir bieten Thai-Küche an. Meine Frau ist die Chefköchin. Ich selber bin gelernter Fleischer. Ich mache selber eine Bratwurst, ich mache Ja, selber ein Gulasch, sagte ich euch. Spätzle, Ihr kriegt Currywurst hier, ja? ne, Currywurst, die Soße koche ich selber. Ja. Und, also wir haben internationale Küche, sag ich. Genau, ich war fast jeden Abend hier essen jetzt. Und er hat nämlich auch noch geile Preise, das muss man dazu sagen. Nämlich zum Beispiel ein Som-Tam-Salat kostet nur 2 Euro. und 90 paar Baht zerhackte. hier, Ja, hier am unglaublich. Strand auch 170 Baht. Ja, ja. Also, Genau, also Leute, ihr denke müsst auch. unbedingt hierher kommen, Preisniveau wenn ihr hier passt seid. gut. Ja, im Norden von Koh Samui, Menam. Ja, und das nennt sich Moonlight. Das findet ihr auch auf Google Maps. Einfach suchen, genauso wie das Palika von der Schlumpfi. Das zeige ich euch dann ja im anderen Video. Genau, und ich glaube, wir trinken jetzt ein Bier. Wie sich das gehört, das ja? machen wir einfach. Ja. Komm gerne rein, Ja, okay. mein Freund. Ja, wir sehen uns dann, ne? Oder wenn nicht, dann ist das Video jetzt hier zu Ende. Und dann vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross